Ja, guten Morgen, bonjour à tout le monde, buongiorno, buondì, dobre jutro. Ich glaube, jetzt habe ich alles abgedeckt. Als ich vor ein paar Monaten diesen Titel gewählt habe, von schmelzenden Gletschern zur Notfallstation, hätte ich nicht gedacht, dass ich das persönlich so wortwörtlich nehmen würde und selber vom Gletscher auf die Notfallstation kurz darauf landen würde. Das ist noch ein Bild, was ich auf einer Skitour gemacht habe, und dieses Bild bin auch ich, aber dann in der Rega auf dem Runterweg mit einem Kreuzband weniger. Das nennt man dann Heliskiing umgekehrt. Man läuft hoch und fliegt wieder runter. Genau. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht heute darum, dass wir in einem medizinischen Notfall sind. Wir leben in den Triple Planetary Crisis, die tripelplanetare Krise. Was sind das für Krisen? Da haben wir zum einen die Klimakrise, wir haben die Biodiversitätskrise, wir leben gerade im größten Massensterben, was wir je gesehen haben. Das ist das große 6. Massensterben unserer Geschichte. Und Verschmutzung. Das sind die 3 Krisen unserer Zeit. Und mit Luftverschmutzung und Chemikalien beeinflussen alle diese 3 Krisen unsere Gesundheit. Sie bedrohen unsere Gesundheit, sie verstärken sich aneinander, sie sind miteinander verbunden. Sie sind alle hier, weil Sie wahrscheinlich genauso gerne wie ich auch in die Berge gehen oder in den Bergen leben. Und ich muss Ihnen jetzt gar nicht groß Bilder zeigen von dem Aletsch-Gletscher, wie der zurückzieht, oder die ganzen krassen Bilder von den Schneedecken. Sie sind hier, weil Sie wissen, dass die Klimakrise unsere Gesundheit bedroht. Und das ist sogar vorgestern im Schweizer Fernsehen, hat sogar der Bruder unseres Umweltministers und Bundesrats, Albert Rösti, hat gesagt, wenn die Gletscher verschwinden, wird das sehr schwierig. Und wenn das der Bruder des ehemaligen Präsidents von Swiss Oil auch feststellt, dann ist das, glaube ich, auch bei allen angekommen. Genau. Und nicht im Schweizer Fernsehen ist das Thema Klima in den Alpen Thema, sondern das sehen wir auf allen Sprachen, in allen Regionen. Über die Grenzen hinweg ist die Bergregion besonders betroffen von der Klimakrise. Wir sehen, wie sind wir dahin gekommen, dass eben die Gletscher so schwinden, dass wir so heißere Sommer haben. Das ist ganz klar, weil wir in der Zeit der Great Acceleration leben. Unsere CO2-Emissionen haben exponentiell zugenommen, genau wie die ganze restliche Wirtschaft, unser Konsum. Und die Tatsache, dass unser System aktuell auf grenzenlosem Wachstum basiert, führt zu dieser unglaublichen ökologischen Zerstörung, wie wir sie davor noch nie gesehen haben in einem Ausmaß. The climate crisis is the greatest existing threat to human health of the 21st century. Das sagt nicht nur ich, das sagt der Lancet, das sagen über 200 Health Journals und die Weltgesundheitsorganisation. Und da die Klimakrise nicht nur die größte Bedrohung, sondern auch die größte Chance für unsere Gesundheit ist, möchte ich mich jetzt und heute auch diesen Chancen widmen und ein paar Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Wie die Klimakrise, die Biodiversität und die Gesundheit zusammenhängt, das erforschen wir im Forschungsgebiet von Planetary Health. Das definieren wir als the state of health of human civilization and the surrounding environment on which it depends. Also hier sehen wir, Public Health haben wir viele gehört mit der Corona-Pandemie. Dann gibt es Global Health, One Health, die noch die Tiergesundheit mit einbeziehen. Und Planetary Health ist dieses transdisziplinäre Forschungsfeld über Sektoren hinweg. Politische und soziale Systeme werden mit einbezogen, die eben sagt, ganz simpel, gesunde Menschen, die gibt es nur auf einer gesunden Erde. Als Ärztin habe ich gerne ein Thermometer dabei. Und gucken wir doch jetzt mal unser Thermometer an. Was ist die Lage? Wenn wir global gucken, sind wir auf einer 1,2 Grad Erderhitzung. Wir haben es schon gehört, im Alpenbereich sind wir auf einer 2 Grad Erwärmung, dadurch, dass wir nicht den kühlenden Effekt von den Ozeanen haben und weniger Gletschermasse haben, die uns kühlen. Und Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt und auch die WissenschaftlerInnen sind sich einig, 1,5 Grad, das ist die Limite. Und alles dort drüber, das wird tödlich für das menschliche Leben. Und jedes 0,1 Grad oben drüber,
wird Millionen von Leben kosten. Das heißt, es ist gar keine Frage, ob wir das 1,5 Grad Ziel schaffen oder nicht, sondern es ist eine Frage von, wie schlimm können wir es eigentlich noch verhindern? Jetzt gehen wir noch auf die konkreten Impacts der Klimakrise auf die Gesundheit ein. Wir haben zum einen die steigenden Temperaturen, auch die letzten Wochen waren heiß. Wir sehen, dass die Hitzewellen immer länger und stärker werden. Wir sehen das auf den Notfällen. Wir haben immer mehr Patientinnen und Patienten, die frühzeitig versterben an der Klimakrise. Wir haben Extremwetterereignisse, das sind in den Alpen zudem auch Bergstürze, Feldstürze, Murgänge, wo die Alpenregion besonders betroffen ist. Wir haben den steigenden Meeresspiegel, extreme Niederschläge und all das wirkt sich dann eben direkt auf die Gesundheit auf, indem der Herz-Kreislauf extrem beeinflusst ist. Wir haben Atemwegserkrankungen, wenn wir die Luftverschmutzung angucken, dann sterben jedes Jahr über 8 Millionen Menschen, einfach weil sie verschmutzte Luft einatmen. Ich bin nicht so gut mit großen Zahlen, 8 Millionen Menschen, das heißt, dass eigentlich jede 10. Person, nein, 9 von 10 Personen, so rum, 9 von 10 Personen der Menschen, die auf diesem Planeten leben, atmen verschmutzte Luft ein. 9 von 10 Personen, das ist unglaublich, oder? Und es sterben also mehr Menschen an Luftverschmutzung als an Tabakkonsum. Und dass Zigaretten gefährlich sind, das lernt jedes Kind, aber dass die verschmutzte Luft auch so viel Leben nimmt, das lernen wir nicht in der Schule. Das Schwierige ist bei der Klimakrise, dass nicht alle Menschen gleich betroffen sind. Besonders betroffen sind Kinder und ältere Menschen und besonders vulnerable Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und darum ist mir eine besondere Freude, dass wir auch heute 2 von den Klimaseniorinnen hier im Publikum haben, mit Pia und Elisabeth. Hier auf dem Bild sehen wir Anne-Mare, die auch zu den Klimaseniorinnen gehört, weil gerade in unserer Region sind ältere Frauen am meisten besonders betroffen von der Klimakrise und sind von den Hitzeauswirkungen, von den Umweltauswirkungen direkt mit ihrer Gesundheit betroffen. Auch global gesehen sind Frauen und Mädchen stärker betroffen von der Klimakrise. Das ist also auch ein feministisches Thema. Wenn man das anguckt, sind 80% der vertriebenen Menschen von der Klimakrise weltweit Frauen und Mädchen. Die Klimaseniorinnen sind genau vor 3 Monaten in Straßburg gewesen, vor dem Europäischen Menschengerichtshof, und haben die Schweiz verklagt, weil die Schweiz nicht genügend macht, um die Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere der älteren Frauen zu schützen. Und das wurde als prioritär eingestuft, was ein Unikum ist. Das erste Mal, dass man gesagt hat, da wird wirklich vielleicht ein Menschenrecht auf Gesundheit, auf eine gesunde Umwelt verletzt. Und das ist jetzt gerade in Abklärung und bleibt unglaublich spannend. Und ein großes Dankeschön an die wichtige Arbeit, die schon lange vor der Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten 4 Jahren losging, sondern schon mit 2016 gestartet hat. Genau. Auch ich war an der Klimakonferenz in Ägypten letzten Herbst und habe mich da mit vielen verschiedenen Ärzten und Gesundheitsfachpersonen dafür eingesetzt, dass wir eben diese 1,5 Grad Politik haben. Weil in unserer jetzigen Situation ist die oberste Priorität, wir haben es gehört, aus den fossilen Energien auszusteigen. Und da das Pariser Abkommen nicht abdeckt, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, das ist nicht Teil des Abkommens, dieser Ausstieg, fordern Gesundheitsfachpersonen von der ganzen Welt ein Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Das heißt, ein Vertrag, der sagt, dass wir nicht noch mehr in fossile Energien investieren und die weiter ausbauen, sondern die möglichst schnell und sozial gerecht eine Transition machen, eine Energiewende machen. Und tatsächlich war das so prominent an der COP, an der Weltklimakonferenz, dass wir in Medien auf der ganzen Welt waren. Wir haben es sogar in die Schlagzeile mit Joe Biden geschafft. Aber das zeigt, das ist ein Thema, das bewegt Gesundheit und Klima. Wenn Ärztinnen und Ärzte an eine Weltklimakonferenz fliegen, dann zeigt es, dass es dringend ist. So, wir haben gehört, das ist eine Krise und das kann erstmal ohnmächtig machen. Hinter uns haben wir ein Bild, das wurde 1968 aufgenommen, eigentlich mit das erste Bild von der Erde. Und da wurde realisiert, das ist ja das Einzige, was wir haben. Und das ist eine außergewöhnliche Zeit, in der wir leben. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir Menschen die Erdsysteme so verändert haben, dass der Planet nie wieder so sein wird, wie er ist. Und darum haben wir es geschafft, unsere eigene Zeitepoche zu kreieren. Das Anthropozän, das kommt vom griechischen Anthropos, was der Mensch heißt. Und auf den Straßen hören wir Systems Change, not Climate Change. Jetzt ist die Frage, was heißt denn dieser Systemwandel, der da gefordert wird? Im Prinzip geht es ja darum,
wollen wir denn den Wandel by design or by disaster? Weil wenn wir unser jetziges System angucken, dann basiert es jetzt erstmal auf grenzenlosem Wachstum. Und wenn ich als Ärztin grenzenloses Wachstum höre, dann denke ich erstmal an Krebs. Das kann nicht gesund sein. Unser Körper hat Grenzen und auch unser Planet hat Grenzen. Und davon gibt es 9, die haben Johan Rockström und sein Forschungsteam schon 2009 definiert. Und aktuell sind wir bei 6 von diesen 9 Grenzen, darunter Klima und Biodiversität, schon im unsicheren Bereich. Und für die Menschen hier, die sich dafür interessieren, es gibt auch eine Netflix-Doku dazu, die man gucken kann, wo diese planetaren Grenzen sehr gut erklärt werden. Und genau vor einem Monat wurde dieses Konzept der planetaren Grenzen nochmal erweitert, weil wir haben diese Grenzen, wir müssen es schaffen, diese Grenzen zu respektieren. Aber da kommen auch Gerechtigkeitsaspekte mit hinein. Das ist eine große Publikation gewesen, Ende Mai, auch wieder von Johan Rockström und seinem Forschungsteam, die nicht mehr die planetaren Grenzen, sondern Safe and Just Earth System Boundaries definieren. Also auch diesen klimagerechten Aspekt mit einbeziehen, dass eben nicht alle Menschen gleich betroffen sind von der Klimakrise und dass, wenn wir nicht nur einen sicheren Bereich haben wollen, sondern auch einen gerechten Bereich für die jetzigen und die künftigen Generationen. Also nicht nur einen sicheren Bereich für all die Menschen, die jetzt leben, sondern auch für Menschen wie Flora, die hier 10 ist und wahrscheinlich am längsten von uns allen leben wird, dass das auch diese Gerechtigkeitskomponente mit reinspielt. Genau, wenn wir jetzt diese Grenzen angucken und uns angucken, unser jetziges System, wir haben es gesehen, The Great Acceleration überzieht ja all diese Grenzen. Was heißt denn das jetzt für unsere systemischen Rahmenbedingungen, in denen wir leben? Wir sehen hier, in der Alpenregion sind wir schon bei ungefähr 4 bis 5 Grenzen, die im unsicheren Bereich sind. Das heißt, auch wir sind besonders betroffen. Das heißt, auch wir haben als oberste Priorität, dass wir da einen Wandel machen. Und da gibt es Vorschläge zu. Und zwar ist das zum Beispiel das Donut-Ökonomie-Modell von Kate Raworth, die sagt, wenn wir unser Wirtschaftssystem so ausrichten, dass wir die planetaren Grenzen respektieren, diese limitierten Ressourcen unserer Erde, und wenn wir als inneren Ring des Donuts eine Social Foundation haben, also Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, alle brauchen ein Dach über dem Kopf, dann muss unser Wirtschaftssystem innerhalb dieser beiden Grenzen funktionieren. Weil wenn wir angucken, wer denn diese ökologischen Krisen aktuell eskalieren lässt, dann ist es nicht so, dass wir alle was ändern müssen, sondern dann ist es ganz klar, dass die reichsten 10% für quasi die Hälfte der Emissionen zuständig sind und verantwortlich sind. Und darum nicht nur eine besondere Verantwortung haben, sondern auch die Pflicht haben, besonders schnell zu handeln. Was im Übrigen auch als klimagerechter Aspekt im Pariser Abkommen so abgedeckt wird. Was wir aktuell jedoch sehen, ist, dass besonders auch die Länder der Alpenregion nicht schnell genug handeln, dass aktuell 40% der globalen Kohle noch über die Schweiz gehandelt wird, dass die Schweizer Banken, darunter die Credit Suisse und die UBS, seit dem Pariser Abkommen bis zu 3 Milliarden Franken in Kohle investiert haben, dass 80% der russischen Rohstoffe über die Schweiz gehandelt werden. Das heißt, das ist ganz klar, dass auch die Alpenregion mit ihren hohen Emissionen, mit den Finanzmärkten, die hier verankert sind, eine besondere Verantwortung hat und zum Beispiel solche Kriege, die finanziert sind durch fossile Energien, solche autokratischen Kriege mitfinanziert, indem sie nicht jetzt radikale Veränderungen einleitet. Das Konzept der Donutökonomie sagt ganz klar, wir müssen über das Wachstum hinausdenken. Es hat jetzt gerade im Rahmen der Europäischen Kommission die erste Beyond Growth-Konferenz stattgefunden, vor 2 Wochen in Brüssel, wo man gesagt hat, wie kommen wir da eigentlich weg von immer weiter wachsen, immer weiter konsumieren? Und da ist dann ein Thema, ja, aber können wir nicht Green Growth haben, grünes Wachstum? Das ist eine Lösung, die häufig propagiert wird und eben häufig dann als Pflasterli-Politik funktioniert mit, oh, wir haben zu viele Emissionen, ach, komm, wir machen Carbon Offset im Ausland, Pflasterli drauf und aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wir müssen die Ursachen angehen. Das heißt, weg von den fossilen Energien und weg von diesem Überkonsum. Und da ist sich auch das European Environmental Bureau ganz einig, dass es keine empirische Evidenz gibt, dass
grünes Wachstum möglich ist und vor allem, dass wir aktuell diese Lösung nicht haben, sondern dass wir wegkommen müssen von diesem ewigen Wachstum und die planetaren Grenzen akzeptieren müssen. Das klingt jetzt erstmal radikal, aus ärztlicher, medizinischer Perspektive macht radikal aber total Sinn tatsächlich, weil das kommt vom lateinischen Wort radix, was Wurzel heißt. Und das ist genau das, was wir wollen in der Medizin. Wir wollen ja keine Pflaster einfach draufkleben, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir wollen die Ursachen angehen. Also eine Einladung an alle Menschen hier, radikal zu sein. Was heißt denn jetzt diese Transformation einleiten? Na, wenn wir über Klima hören, dann geht es ganz schnell um meine Bambuszahnbürste und dass ich ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Na, es gibt schon noch einen Grund, warum der CO2-Fußabdruckberechner von BP, einer britischen Ölfirma, erfunden wurde vor 20 Jahren. Nämlich, dass wir uns alle um unseren eigenen Fußabdruck kümmern und vergessen, dass wir auch einen politischen Handabdruck haben. Dass wir nämlich, wenn wir unsere Hände ausstrecken und drüber reden, Fragen stellen, wenn wir in den Vereinen, in denen wir aktiv sind, in den Unternehmen, wo wir arbeiten, an den Schulen, an den Universitäten kritische Fragen stellen, uns zusammentun und Klimagerechtigkeit einfordern, dass wir dann einen viel größeren Hebel haben. Und das Mächtigste, was wir alle hier im Raum haben, ist ja unsere Zeit. Mit was beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Wir sind ja alle aktiv. Man muss nicht erst Aktivistin sein oder sich betiteln, um aktiv zu sein. Entweder wir halten aktiv den Status quo oder wir ändern ihn aktiv. Die Frage ist, auf welcher Seite wir stehen. Das heißt, meine Einladung, klar, den eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern, aber vor allem den politischen Handabdruck vergrößern. Zum Beispiel nicht nur selber das Fahrrad nehmen, sondern auch für Fahrradwege einsetzen, weil das ist eine Win-Win-Situation. Fahrradwege, die sind, wenn man sichere Fahrradwege hat, sind mehr Menschen unterwegs. Wenn ich Fahrrad fahre, dann reduziere ich mein Risiko für Herzinfarkte, ich verbessere meine psychische Gesundheit. Auch bei der Ernährung. Viele Menschen wissen nicht, dass eine fleischbasierte Ernährung, wenn man rotes Fleisch konsumiert, dann erhöht man sein Darmkrebsrisiko 8-fach. Das heißt, wenn ich auf Fleisch verzichte, wenn ich auf tierische Produkte verzichte und das reduziere, dann reduziere ich nicht nur die CO2-Emissionen, sondern habe auch einen Win für meine Gesundheit. Hier auf der Seite sehen wir die Empfehlung der Planetary Health Diet, des Lancet Eat. So würde eine nachhaltige, gesunde Ernährung aussehen. Und hier auf der rechten Seite sehen wir die Empfehlung der Schweizer Organisation für Ernährung. Das heißt auch die Frage, wer schreibt unsere Empfehlungen und welches Lobbying steht da dahinter? Und wer schreibt unsere Policies und Gesundheitspolicies, die wir kritisch hinterfragen können? All das bezeichnen wir als Health Co-Benefits, weil Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und das ist nur eine Win-Win-Situation. Da wird man sich bei einer Bank tatsächlich darüber freuen, wenn man so ein gutes Return of Investment hätte, tatsächlich. Jetzt noch ein Appell an die ganzen Menschen hier, weil hier kommen viele verschiedene Berufe zusammen. Wir sehen bei Studien, das ist jetzt aus der Schweiz, welchen Berufsgruppen am meisten vertraut wird. Für Albert Rösti als Bundesrat, das ist nicht so gut, ist ganz unten. Und dann sehen wir kommen über Architekten, Lehrpersonen, über Bäuerinnen und Bauern, bis ganz nach oben zu Ärzten und Pflegefachpersonen und Feuerwehrleuten. Also die Menschen, die an den Menschen dran sind. Das heißt, was Sie alle hier im Raum machen können, ist auch die Hände ausstrecken und sich mit diesen Menschen zusammentun und diese Message von Gesundheit nah an die Leute rantragen. Weil es zeigt, dass wenn wir nur Bilder von Eisbären zeigen auf Eisschollen, das bewegt die Leute nicht. Wir können die Krise nicht mit dem gleichen Denken lösen, wie wir sie hineingebracht haben. Wir brauchen neue Ansätze. Und heute ist ein Tag zum Loslegen. Das ist die Einladung. Das war tatsächlich im Januar, an dem ungefähr alle Gipfel grün waren, weil wir so wenig Schnee hatten. Da konnte ich noch Skifahren, da war ich noch nicht kaputt. Genau. Und das war das Bild des Anfangs von den schmelzenden Gletschern zur Notfallstation. Aber hier hört es ja nicht auf der Notfallstation. Für mich hört es auch nicht auf. Ich kann langsam wieder kleine Schritte gehen und muss hart weiter trainieren. Auch in unserer planetaren Krise hört es nicht auf. Wir können weitermachen. Unser größter Feind ist die Ohnmacht. Darum die Einladung von der Notfallstation weiter zu einer gerechteren, gesünderen Zukunft. Und dafür braucht es jetzt Sie alle, und zwar heute. Und wir können gemeinsam loslegen. Und ich würde sagen, let's go. Vielen Dank.